Jo Leute, was geht? Lewoods mal wieder am Start hier mit einer kleinen, aber feinen Storytime. Ihr wisst, worum es geht. Ich habe erst kürzlich bei einem Fotografie-Workshop teilgenommen und dabei ein relativ teures Handy gewonnen. Ja, vielen Dank und so. Dankeschön, Dankeschön, oh, Dankeschön. Karma meinte, es war gut mit mir, aber wollte mir auch fast wieder die ganze Freude zerstören. Was passiert ist und wie man mich fast um 1000 Euro betrogen hat, erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß. Ach, by the way, es kann sein, dass ich in diesem Video ein bisschen undeutlich sprechen werde. Das hängt damit zusammen, weil ich mich erst kürzlich auf die Zunge gebissen habe und es tut immer noch unheimlich weh. Von daher verzeiht mir, falls ich lispel. Bevor wir direkt ins Thema einsteigen, lass uns doch direkt erstmal mit der Frage beginnen. Ey, wie sind deine Haare so schnell lang geworden? Das letzte Video ist doch gerade mal eine Woche her. Nein, das hängt nicht damit zusammen, weil ich irgendwie ein Superasiate bin und deswegen meine Haare super schnell wachsen. Ich wollte mir einfach mehr Zeit lassen bei der Videoproduktion, geschweige der Vorproduktion. Wollte mir dieses Mikrofon hier anschaffen und ja, das Leben hier in Sydney ist auch nicht gerade einfach. Hohe Mieten, hohe Lebenshaltungskosten, schlecht bezahlte Jobs und dementsprechend musste ich mich ein bisschen umsortieren. Ja, aber jetzt Schluss mit dem Schabernack. Ihr wolltet ja die Story hören. Vor einigen Monaten, genauer gesagt im Juli, habe ich bei einem Fotografie-Workshop der bekannten Instagrammer Dimas und Ichiban teilgenommen. Und es ging darum, mit dem Galaxy S22 Ultra von Samsung das beste Nachtfoto zu schießen. Nachtfoto, nicht Nacktfotos, Leute. Und auch wenn die Kameras ziemlich geil sind in dem Handy, insbesondere der 10-fach-Zoom, muss ich am Ende des Tages immer noch sagen, Android ist immer noch das bekackteste Betriebssystem und es ist wahrscheinlich angenehmer, sich von einem Piranha einlutschen zu lassen, sich Peitschenhieben auszusetzen oder mit dem Fahrrad ohne Gangschaltung durch Sydney zu fahren. Ja, aber nichtsdestotrotz hat der Workshop aber immer noch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viele coole neue Leute kennenlernen können, wie unter anderem Bren und Sora, die mir geholfen haben, dieses Foto zu schießen. Dabei sind sie mit ihren Lichtstäben um mich herumgegangen und ich habe die Kamera quasi mit dem S-Pen ausgelöst, was meiner Meinung nach ein ziemlich cooles Feature ist. Ach ja, by the way, habe ich schon erwähnt, dass Android ziemlich kacke ist. Naja, jedenfalls habe ich das Foto dann anschließend ungefähr eine Stunde bearbeitet und das Foto kam auch ziemlich gut an bei den Veranstaltern. Und kurzerhand später habe ich dann auch eine Benachrichtigung bekommen auf meinem Handy, dass ich den Wettbewerb gewonnen habe. Geil, geil, geil. Für mich ist es immer noch ein richtig geiles Gefühl, als Fremder in einem Land, in dem er noch nie da war, kurz nach seiner Anreise den ersten Preis zu gewinnen. Das ist wahrscheinlich ein Moment, den ich nie vergessen werde. Ach, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass der Hauptpreis ein Samsung Galaxy S22 Ultra ist, also quasi das Handy, mit dem wir die Nachtfotos schießen mussten. Und was soll ich bitte schön mit einem Samsung-Handy? Ich will hier keine politische Diskussion entfachen oder so, aber Android ist einfach nicht so geil. Und auch wenn ich natürlich super dankbar bin gegenüber Dimas, Ichiban und Samsung Australien generell, stand der Plan fest. Ich will das Handy unbedingt verkaufen. Das hier ist aber auch ein ziemlich krasser Arschloch-Move, den ich hier abziehe. Und zwar habe ich erstmal auf Instagram mich bedankt und gesagt so, thank you, Dimas, Ichiban, Samsung Australia, bla bla bla. Und dann habe ich das Handy dann auch erstmal bei Facebook Marketplace reingestellt. Ja, hier in Australien benutzt man tatsächlich Facebook. Das hört sich hier schon fast so an, als würde mich das Karma ultimativ bestrafen wollen. Diese ganze Hochnäsigkeit und Heuchelei, die ich hier an den Tag lege. Und natürlich ist es kein deutsches Phänomen, wenn Leute fragen, letzter Preis, denn diese Anfragen habe ich hier auch zuhauf bekommen. Last Price, Last Price, Last Price. Nach einigen Lowballer-Angeboten habe ich anschließend auch endlich eine relativ seriöse Anfrage bekommen. Warum sage ich überhaupt seriös, wenn der Typ nicht mal ein Facebook-Profil hat? Leute ohne Profilbild auf Facebook sind ungefähr auf einer Stufe mit Karen und Boomern, die auf der Plattform eine unsachliche Diskussion zum Thema Migration führen. Aber skurrilerweise war der Typ korrekt und der hat mich direkt nach meiner Telefonnummer gefragt. Ich war gerade so beim Training und da habe ich seinen Anruf bekommen und er schien wie ein richtig netter, aufrichtiger Dude zu sein. Ohne schlechte Intention natürlich, wohlgemerkt. Ich habe ihm dann meine Kontodaten gegeben und er hat mir dann anschließend einen Screenshot von der Überweisung geschickt. Ich dann so, ja, geil. Endlich Cash in der Tasche. Aber ganz vorsichtig. Das Geld war immer noch nicht auf meinem Konto, weshalb ich dann ihm auch erstmal gesagt habe, ey, bitte bleib erstmal zu Hause und komm noch nicht vorbei. Ich warte erstmal bis 22 Uhr ab und dann kannst du gerne vorbeikommen. Generell ist es doch voll komisch, wenn dir jemand das Geld zuerst schickt und dann erst abholt. Aber aus irgendeinem Grund habe ich es in dem Moment nicht hinterfragt. Ich habe nur das Geld in dem Sinne gehabt. Kurzerhand später hat er mir dann einen Screenshot von einer Unterhaltung mit seinem Vater geschickt. Sein Vater wurde gespeichert unter Dad.
Herz, Herz, Herz. Also wenn dein Vater dich so sehr liebt, dass du ihn unter Dad Herz, Herz, Herz einspeicherst und dir sogar ein Handy schenkt, warum ist es dann bitte schon die erste Unterhaltung? Also entweder wechselt dein Vater ständig die SIM-Karte, weil er zufällig Treffpunkt 18s größter Nutzer ist und zufällig Jeff heißt. Jeff, ich heiße Jeff. Oh. Oder vielleicht brauchst du auch einfach gar kein neues Handy, weil du bereits ein neues hast und dein Vater dementsprechend auch neu eingespeichert wurde. Aber warum willst du dann ein Handy von mir abkaufen? Nein, nein. Das hat natürlich gar nichts mit Betrug zu tun, denn anschließend haben mir der Prä ein Bild von dem Führerschein von seinem Vater geschickt. Aber statt er mir einfach ein hochauflösendes Bild von dem Führerschein an sich schickt er mir einfach wieder ein Bild von der Unterhaltung von seinem Vater. Digga, anhand des Screenshots sehe ich schon, dass die Qualität von dem Bild von dem Führerschein richtiger Müll ist. Und warum habt ihr bitte schon unterschiedliche Nachnamen? Und na klar hat deine Mutti deinen Stiefvater geheiratet. Was denn sonst? Eine Frage. Ist der Papst katholisch? Das hat mich nur noch stutziger gemacht. Aber was danach kam, hat alles getoppt. Ich habe ihn anschließend nach seinem Ausweis gefragt. Und bitte lacht nicht. Erster Gedanke, der dabei aufkam. Hä? Warum heißt du auf deinem Ausweis anders? Und zweite Sache. Hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass du so aussiehst. Bitte versteh mich nicht falsch. Nichts gegen Mohammed. Ich habe ihn daraufhin gefragt, ey, warum heißt du nicht Mohammed auf Facebook? Er meinte dann daraufhin, ja, die Leute diskriminieren ihn deswegen. Digga, steh doch einfach zu deinem Namen. Denkst du, irgendein Peter, Thomas oder Doug hat es irgendwie leicht im Leben? Und ach ja, wie erwartet kam das Geld nicht bis 22 Uhr an und ich habe ihm auch direkt abgesagt. Er wurde direkt daraufhin richtig pushy und hat gesagt, er bräuchte unbedingt ein Handy für die Arbeit morgen. Oh Mann, direkt einfach mal die größte Mitleidstour abgezogen. Ich habe daraufhin mir nochmal den Screenshot der Überweisung angeschaut und mir ist aufgefallen, dass die Schrift hier deutlich schärfer ist als hier und außerdem mit dem einer typischen ANC-Überweisung verglichen und habe festgestellt, dass hier der Monat ausgeschrieben wurde und hier nicht und das lässt vermuten, dass der Screenshot definitiv gefaked wurde. Shoutouts gehen nochmal raus an Alex Emmer aus München und Tür aus Helsinki, die mir das nochmal verifiziert haben. Junge, du denkst, du spielst Schach. Aber du spielst nicht Schach, Digga. Du spielst Schach gegen dich selber. Du hast keinen, mit dem du Schach spielst. Ich spiele nicht mit dir Schach. Du bist dein eigener Gegner. Alter, der Typ hat sich so viel Mühe gegeben, nur um mich übers Ohr zu hauen. Jo, was lernen wir daraus? Trefft euch am besten mit der Person an einem öffentlichen Ort, nicht an eurem Wohnort, wenn ihr etwas verkaufen wollt. Zweitens, habt keine Eile beim Verkaufen, denn sonst verkauft ihr die Ware entweder aus Panik zu günstig oder ihr seid zu blind, um solche Fakes zu erkennen. Drittens, lasst euch das Geld nicht im Voraus überweisen, lasst euch das Geld stets im Bar auszahlen und wenn es eine Überweisung sein muss, dann nur vor Ort. Naja, wie auch immer, ich habe das Handy anschließend eine Woche später an einen guten Mann verkauft, mit dem ich mich auch ein bisschen anfreunden konnte. Ja, und das war's mit der Storytime, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr mein letztes Video noch nicht gesehen habt, dann drückt gerne hier drauf. Und ansonsten gebt mir gerne einen Daumen nach oben, liked, abonniert, favorisiert, drückt auf die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Folgt mir auf Tinder, Snapchat, OnlyFans, Pinterest, TikTok, Instagram, Vero, MySpace und was es da auch immer noch so gibt. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut, Leute. Ciao.